Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Behind the Scenes. Und ich habe es ja schon angekündigt in der letzten. Dieses Mal ist niemand anderes hier als die großartige Isabel Seidler. Sag mal hallo. Hallo. Stell dich mal ein bisschen vor, Schatz, was machst du? Also ich heiße eigentlich Künstlername Isabel Jezebel. So würdet ihr mich auch finden, wenn ihr mich suchen wollt auf Social Media. Good luck. Was mache ich? Ich bin eigentlich gelernte Modedesignerin, war früher Tänzerin und habe ganz früh angefangen, Show- und Tanzkostüme zu machen und mache das die ganze Zeit. Ich mache eigentlich alles außer Modedesign, also Kostümbild, Styling, beim Film, Komparserie, Drag-Outfits, Anfertigung, Sonderanfertigung, viel auf Bühnenshows mit Tänzern, Akrobaten. Viel auch Balls, ne? Ja, ganz viel Stimmen für Häuser auch und verschiedene Veranstaltungen. Ja, also alles bunt gemixt eigentlich. Super cool. Und wir kennen uns echt auch schon lange, ne? Ich glaube 18 Jahre? Sowas, ne? Ja, lange bei einer Veranstaltung. Sehr lange. Bei so einer kleinen Großveranstaltung, die immer größer wurde. Unser erster Job zusammen war gleich ein richtig massives Monsterteil und du hast mir ein Hochzeitskleid geschneidert damals, ne? Ja, richtig kennengelernt das erste Mal. Ja. Long time ago. Aha. Aber seitdem ist Isabel für mich nicht mehr wegzudenken aus meinem künstlerischen Leben. Die meisten Drag Queens, die ich kenne, schaffen es aufgrund ihrer Körpermaße auch zwischendrin mal off the rack zu tragen. Das heißt einfach irgendwo ein Kleid zu kaufen und das anzuziehen und es passt dann. Das gibt es bei mir tatsächlich relativ selten, vor allem seitdem ich zugenommen habe, weil ModedesignerInnen sehen Menschen mit meinen Maßen eher nicht als Sexbombe, sondern meistens wird das dann sehr weit geschnitten und so, dass man sich eher versteckt und so ein bisschen kaschiert. Und ich will ja immer, ich will die Taille, ich will die Titulatur, ich will das Bein zeigen. Und da braucht man natürlich Leute, die das können. Und Isabel begleitet mich seitdem eben auch, weil sie meine Maße liebt, versteht, wie ich funktioniere und was ich gerne mag. Und dann macht sie das einfach. Unter anderem auch zu sehen bei der Shopping Queen, bei dem Shopping Queen Special, wo es war eine Drag Special Folge. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich kann nicht in den Laden gehen und in der gleichen Zeit wie die anderen Girls da irgendwas finden, was A, meinem Motto entspricht und B, mir dann auch noch passt und ich gut darin aussehe. Und ich will nicht die tragische Dicke sein, die nichts findet. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich kaufe einen Stoff und gehe zu Isabel. Und die musste es dann schaffen in der Zeit. Wie war das denn für dich? Challenging? Nein, nicht challenging. Also ich hatte, glaube ich, 2,5 Stunden Zeit. Which is insane. Und wir haben einen Body gemacht. Ja. Und eigentlich ein Reveal, einen langen so ein Tearaway-Skirt. Genau, den man abmachen kann. Und muss man dazu sagen, ging auch nur, weil die Schnitte halt schon in dem Maß vorhanden waren. Also wenn ich noch einen Schnitt hätte konstruieren müssen, wäre das natürlich nicht gegangen. Aber so war das wirklich, also Team kam rein und dann, weiß ich nicht, alle haben irgendwas gefilmt, ich kann jetzt zuschneiden und dann lief die Uhr und dann kam irgendwann der Anruf, bist du fertig? Und dann habe ich die letzten Knöpfe noch angenäht und dann war es dann fertig, ja. Doch. Du warst mit allem fertig, bis auf den Knopf und wir hatten noch ewig viel Zeit und hast aber bei dem Knopf dich dann so vertüftelt, dass du irgendwie ganz Isabel, ist das mein Knopf, das ist total egal für dich. Nein. Wenn die Kamera so im Nacken sitzt oder so, entweder, also es ist so vorher alleine, was so, kann man das irgendwie so im Speed, oder wenn man das Gefühl hat, alle gucken dann auf einen und warten dann zittert man oder irgendwas passiert. Ja, aber es hat geklappt so. Es hat geklappt. Zeitlich waren wir gut. Ja. Wir haben leider nicht gewonnen, wir haben aber, ich finde, das schönste Outfit gehabt, haben aber nicht gewonnen. Gleichermaßen aber war es eine absolute Premiere, denn noch niemals hat sich irgendjemand in der Geschichte von Shopping Queen was nähen lassen während der Folge. Das war absolute Premiere und Guido hat es auch geliebt. So, jetzt kommen wir, ich hatte das ja schon in der ersten Folge mit der Wildemann angekündigt, dass einige der Designs, die wir gemacht haben, das Konzept dahinter hatten, dass wir einen alten Look aus meiner Karriere vielleicht nochmal nehmen und den nochmal ein bisschen polieren, ein bisschen stramm ziehen, gucken, dass wir ihn moderner machen, besser machen. Und das ist auch der Fall mit diesem schönen Ding. Erinnerst du dich noch an das Original? Ja, das war ein kurzes Kleid. Also du hattest früher sehr viele so knielange oder kurze Kleider, auch einen Grundschnitt in verschiedenen Varianten. Das war dann auch manchmal so, heute Abend lege ich auf im GMF. Du hast doch noch den und den Stoff. Kannst du das mal? Und ab ins Taxi das Kleid und dann war das Kleid dann abends da. Das war dann halt immer so T-Shirt-artig, ne? So Mini-Kleid. Aber dass du das wirklich gemacht hast, dass du das wirklich gemacht hast. Ja, das war lustig. Ja, aber weil der Schnitt da war, es ging halt. Ja. Genau, und dann gab es halt dieses Kleid, und da ich habe ganz viele Fotos auch noch davon und das hast du sehr gerne getragen, also aus diesem Stoff, aus genau dem gleichen Stoff gab es. Und ich weiß, als wir angefangen haben, uns zu treffen und über Drag Race zu sprechen,
war auch dieser Stoff halt die Frage. Und du meintest, den gibt es nicht mehr. Der war aus New York eigentlich ursprünglich. Ich weiß gar nicht, ob du den oder ich den mitgebracht hatte. Ich. Von der Reise. Und dann war der von dir. Und da habe ich gesagt, immer wenn es heißt, es gibt's nicht, denke ich so, es gibt's. Und habe dann recherchiert und habe den gefunden. In L.A. irgendwo. Und dann haben wir uns den schicken lassen. Und es war wirklich genau der gleiche, also es ist der gleiche Stoff. Genau der gleiche Stoff. Genau. Es gibt nämlich, Trixie Mattel hat, also nachdem wir das Kleid schon das erste gemacht hatten eine Weile und ich es eine Weile getragen habe, tauchte irgendwann Trixie Mattel auf mit einem Kleid aus einem sehr, sehr ähnlichen Stoff. Der war aber nicht so geil. Und der war dann überall, da waren aber die Flecken größer und diese metallische Imprägnierung, die dafür sorgt, dass das fast wie nass aussieht, die war nicht so. Und ich habe gedacht, ich will das aber nicht aus dem Kackstoff machen. Und dann hast du, Trüffelschwein, wie du dich selber nennst, den Stoff tatsächlich gefunden. Und dann war klar, wir nehmen auch ein paar Meter mehr, damit wir was Tolles draus machen können. Hatte das denn, also du hast gerade schon gesagt, dass viele der Sachen, die wir vorher gemacht haben, waren halt eben so diese T-Shirt-Kleider und so. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich auch in der Kombination mit der stark gepolsterten Schulter, mit dieser gerafften Brust und dem Handschuh was du so vielleicht vorher auch noch nicht gemacht hast. Gab es da besondere Challenges? Oder war es besonders challenging? Ja, weil ich es besonders gut machen wollte für dich, damit es besonders schön ist und schon challenging. Also ich glaube auch so weiß ich nicht, Handschuh nähen ist glaube ich nicht so das Einfachste und hat auch ein paar Anläufe gebraucht, aber war für mich gut, das irgendwie zu machen, weil ich jetzt weiß, ich kann es und das macht Spaß. Und ich glaube, wir haben einfach mehr Anproben bei dem gebraucht. Also bei einem anderen noch mehr, so beim Endgegner, aber bei dem halt eben auch als sonst halt. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich bin sehr zufrieden und mag das Kleid sehr. Und finde es nach wie vor toll, dass wir den Stoff bekommen haben. Einfach. Ja, Wahnsinn. Dass es möglich war. Ja, wie viele Meter sind das, weißt du das? Ich glaube, wir haben 5,5 Yards bestellt. Ne? Also ungefähr etwas unter 5,5 Meter. Ja, das ist ein bisschen weniger als ein Meter. Okay, und wie viele Arbeitsstunden? Was meinst du? Ich habe es nicht gezählt, keine Ahnung. Okay. Viel, also. A lot. Ja, schon. Aber es hat sich gelohnt. Yes. Insofern. Ich liebe es auch. Und ich finde es schön, dass ich jetzt in das andere passe ja noch nicht mehr rein. Aber das habe ich zum Beispiel beim Liveball getragen. Ich blende mal das Foto ein. It's very pretty. Oder ich habe sogar ein Video, wie ich laufe von hinten. Das wäre ich. Aber dass ich jetzt wieder eins habe aus diesem Stoff, in das ich reinpasse und das ich tragen kann. Und das werde ich auch noch eine Weile tragen können. Ja, und einfach updated, ne? Moderner irgendwie auch. Ein bisschen eleganter. Teurer. Ja, more expensive aussehen. Ja. Ja, es ist halt auch ein Stoff, der sich unheimlich gut näht und gut verarbeiten lässt und viel Spaß macht. Also, ja, happy. Thank you, Isabel. Danke, Barbie. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich danke euch. Tschüss.